In diesem Video wird meistens Deutsch gesprochen, außer ein paar Sätze in der Sprachen später. Deshalb, wenn Sie kein Deutsch sprechen können, oder genauer gesagt kein Deutsch verstehen können, Sie sollten die Untertitel einschalten. So, wo war ich die letzten 10 Tage, mehr oder weniger? Ich war natürlich in Deutschland, ich war in Urlaub. Ich habe einen guten Freund besucht in Süddeutschland, Baden-Württemberg, Schwarzwald, an die Grenze mit der Schweiz. Und es war richtig gut. Ich bin gestern Abend zurückgekommen. Ich war dort, ich glaube, 7 oder 8 Tage insgesamt. Aber ja, Bilbao ist so schlecht für Flüge. Nirgendwohin gibt es direkte Flüge. So, es sind 2 ganze Tage, die ich verschwende mit den Reisen. Aber egal. Die ganze Sache hat viel Spaß gemacht. Und diese Art von Reisen, die ich vor Jahren die ganze Zeit gemacht habe, jetzt ich mache sie selten und ich habe eine Entscheidung getroffen in diese Reise. Ich habe so viel Spaß gemacht. Also ich war in Schwarzwald. Das ist ein Wald, das nicht schwarz ist, aber ja, es ist ein Walddörfer. Es ist gut, traditionelles Essen. Wir haben viele interessante Sachen gemacht. Also mein Freund kommt aus der Schwarzwald. So, er hatte eine ganze Liste von Sachen, die ich probieren sollte. Wir gehen in Wirtschaft, trinken Bier, essen Schnitzel und so weiter. Und dann haben wir Freiburg besucht, Basel besucht, Party gemacht, viele Leute kennengelernt, alles war, alle waren sehr nett, alles hat viel Spaß gemacht, alles war interessant und ich habe, ich habe ich habe gesehen, dass ich ein bisschen meinen Grund, um Sprachen zu lernen, vergessen hatte, weil in der Vergangenheit, ich habe viel gereist, im Ausland gelebt, mehrere Städte und Länder und alle mein Sprachlernen war für Leute kennenzulernen, Spaß haben, fürs Leben. Und jetzt, die letzten 2, 3 Jahre mit dem Online-Geschäft, YouTube-Kanal und so weiter, das ist auch eine Sache, die eine deutsche Sache, die ich hier vermisse. Es gibt keine Mineralwassermaschine. So, man muss die Mineralwasser in Flaschen kaufen und so nach Hause bringen. Und, ja, ich trinke viel Mineralwasser. Ja, wie ich sagte, die letzten 2, 3 Jahre, ich habe Sprache nur gelernt, weil ich sie lernen musste. Und in dieser Reise habe ich wiederentdeckt, in dieser Reise habe ich meine Liebe von Sprachen wiederentdeckt. Ich habe viele Sprachen gesprochen, auch Sprachen, die ich nicht so gut spreche, wie Arabisch. Und viele Leute kennengelernt und richtig genossen, die Sprachen zu sprechen. Zum Beispiel mein Schwarzwälder Freund, viele Freunde dort, wir haben Party gemacht und so weiter und dann waren wir dort in Bar. Ich habe ein bisschen Portugiesisch gehört und es waren Portugiesen, nicht Portugiesen, Brasilianer, das klingt ganz anders. Und ich habe ihr angesprochen, hey, galera, vocês são do Brasil, não? Sim, und wir haben stundenlang gesprochen. Es hat so viel Spaß gemacht. Und das ist etwas, die ich früher fast jeden Wochenende gemacht habe. Und jetzt die Sprachen sind eine
ja, es ist eine Aufgabe geworden, die ich erledigen muss. Und natürlich, Arbeit ist Arbeit, man muss es tun. Aber ja, Plan ist es, in 2025 viel mehr zu reisen, mehr und ganz einfach mal Spaß zu haben mit der Sprache. Äh, in Schwarzwald, in Deutschland, ich habe in diesem Urlaub, ich habe Französisch gesprochen, Portugiesisch, ich habe versucht, Arabisch zu sprechen. Also ich spreche viel mehr als meisten Europäer. Aber ich kann es viel verbessern. Nächstes Mal es wird besser. Ähm, Polnisch, Russisch, Italienisch habe ich auch gesprochen. Natürlich äh, ein bisschen Spanisch auch, aber ich hatte keine Lust, weil ich muss hier die ganze Zeit Spanisch sprechen. Ähm, aber ja, ich glaube, dafür habe ich angefangen, Spanisch zu lernen und ich will zurück, äh, ich will es ist schwierig zu erklären, diese Lust auf Sprachenlernen ist, dass ich quasi verloren hatte, jetzt ich habe es wieder und ich glaube, ich werde mein Sprachenlernen für ich selbst, meine Sprachenlernmethode ein bisschen ändern, äh, so dass es viel mehr Spaß macht. Das bedeutet nicht, dass ich fauler werde. Genau das, nein, genau das Gegenseite. Ich werde nicht fauler werden. Ich werde nicht mit Videos lernen oder was. Nein, nein, nein. Ich mache alle die, äh, alle die harte Arbeit werde ich noch machen, aber viel mehr im echten Leben Leute kennenlernen und die Sprache echt benutzen. Zum Beispiel habe ich jetzt mit meinem Jiu-Jitsu-Coach gesprochen. Ich habe ihn angerufen. Ich habe 6 Monate nicht trainiert, weil meine Schulter kaputt ist. Ich habe eine Verletzung. Und ich habe ihn angerufen und wir haben Portugiesisch gesprochen die ganze Zeit. Kommt aus Brasilien. Und ich habe gesagt, okay, wie viel kostet äh, ein Privatunterricht? So viel, okay, dann machen wir das. Fitnessstudios in der Nähe. Normale Unterrichte kann ich nicht tun, weil ich würde meine Schulter schlechter verletzen. Aber ein Privatunterricht nur mit ihm, das könnten wir tun. Und ich habe ihm gesagt, okay, du willst dein Englisch verbessern, ich kann damit helfen. Es wird kein Spanisch gesprochen. Normalerweise die Unterrichte sind in Spanisch. Natürlich, ich bin jetzt in Spanien, Baskenland in Spanien. Und wir haben gesprochen und entschieden, dass wir machen das, Privatunterricht, ja, kostet was es wolle. Und wir werden es aber nur auf Portugiesisch und Englisch machen. So dass jetzt ich habe einen Grund, mein Portugiesisch, der schon gut ist, zu verbessern. Und ja, Übung wird Spaß machen. Und das Gleiche will ich mit all die anderen Sprachen, die ich gelernt habe, machen. Zum Beispiel, es gibt ein paar Bars, ich sollte weniger in Bars gehen, aber es gibt ein paar Bars, die Besitzer Marokkaner sind. Ich werde versuchen, wenn ich in Bars gehe, dort zu gehen und mit ihr zu sprechen. In Darija, das ist marokkanisch-arabisch. Französisch, ganz einfach mehr reisen. Die Grenze ist 30 Kilometer von hier, also einfach mit dem Auto. Aber ja, mehr in Frankreich reisen. Ja, ich werde Aktivitäten finden für jede Sprache, sodass Übung ist nicht so, nicht anstrengend
langweilig. Ja, es wird langsam langweilig. Ähm, Wenn man so viele Sprachen lernt und nur auf Effizienz sich konzentriert, es wird langsam langweilig. Und mit Inhalt zu lernen, also Podcasts zu hören, Videos zu schauen und so weiter, das wird auch, es ist auch nicht so effizient, aber es wird auch langweilig. Wenn man nicht alles versteht, also wenn du nicht alles verstehst, und, und Videos zu schauen ist auch nicht es ist nicht das Leben ist zu kurz dafür, deine Zeit damit, inklusive dieses Video. Du solltest jetzt das ausmachen und etwas anderes tun. Aber ja, das ist zu kurz, deine Zeit damit zu verschwenden. So, Plan ist es, nächstes Jahr viel mehr zu reisen. Ich glaube, ich werde beruflich reisen. Ich werde Reden und Seminare und Talks und so weiter in den Universitäten und Handelskammer und so weiter durchführen. Das ist einfach für mich, das ist machbar. Ich mache es schon hier, aber ich könnte es einfach machen. Das ist ein guter Grund, beruflich zu reisen. Aber ja, mit dieser Reise habe ich wieder meine Liebe für Sprachen, nicht meine Liebe, aber meine Lust auf Sprachenlernen wieder entdeckt, weil ich habe gelebt. Ich habe die Sprachen gelebt und das ist auch wichtig. Ich meine, ich will nicht sagen, dass du solltest jetzt nur rausgehen, unterhalten mit Menschen, dass ich lerne. Nein, das ist nicht effizient. Das wird nicht funktionieren, langfristig. Du solltest alle die ganze Reihe von Techniken benutzen, natürlich. Spracheninseln auf Deutsch würde ich nicht sagen. Jemand wurde irgendwann genervt, wenn das ich gesagt habe, weil es bedeutet, es ist was anderes. Language Islands, die mnemonische Assoziationen, Vokabeln zu lernen, Active Recall, Shadowing, das alles. Natürlich solltest du das alles machen. Aber vergiss ja nicht auch Ausland zu gehen, Leute kennenzulernen, Spaß haben. Weil ich arbeite vielleicht viel zu viel heutzutage und dann, ja, ich habe viel weniger davon gemacht, die letzten 3 Jahre. Vielleicht ist Corona schuld. Seit Corona habe ich es weniger gemacht, aber ja, vergiss es, das alles zu tun, weil es wird dir viel mehr Motivation geben, weiter zu lernen. Und auch wenn du Language Islands benutzt, zu lernen. Es ist sehr einfach, denn das alles zu üben. Du hast einen Übungsplatz. Du gehst in Bar, es gibt Leute, du kannst alle die Sätze, die du gelernt hast, du kannst all diese Sätze benutzen, um mit Leuten ein bisschen zu sprechen. Und dann nächste Woche es wird einfacher. Und so habe ich Italienisch in Berlin gelernt, zum Beispiel. Aber ja, es gibt normalerweise in San Sebastian nicht so viele. Hier, es ist eine kleine Stadt hier. Ja, es ist eine kleine Stadt hier. Es gibt internationale Leute, aber es gibt die Angebot ist nicht so groß hier. Also viel mehr reisen, das ist mein Plan nächstes Jahr. Das empfehle ich euch auch. Wenn das Video dir gefallen hat, Glocke zu klicken, Like, bla bla bla, das alles. Ich weiß, dass die letzten Tagen habe ich nicht so viele Videos hochgeladen und Qualität war auch nicht so gut. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Von heute an, es werden viel mehr Videos und viel bessere Videos hochgeladen. Okay? Wenn du bis jetzt das alles angeschaut hast,
Vielen Dank und wir sehen uns. Tschüss.